Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit Datum und Uhrzeit beschäftigen. Datum und Uhrzeit ist allerdings etwas, das Kotlin an sich nicht neu gemacht hatte, sondern eigentlich von Java nimmt. Das heißt, das ist mehr oder weniger auch eine kleine Java- und Kotlin-Lektion. Ja, aber ihr seht auch direkt, dass man hier einfach sagen kann, hey, ich möchte gerne von Java irgendwas importieren. Überhaupt kein Problem. Wir importieren einfach mal java.time.localDate, okay? Alles kein Stress, wir können trotzdem weiterhin Kotlin-Code schreiben, aber wir benutzen einfach die Klassen aus Java. Und so flexibel ist tatsächlich Kotlin, das ist das Tolle daran. So, java.time.localDatetime brauchen wir noch, denn ich möchte euch natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Datum zeigen. Und dann brauchen wir selbstverständlich noch Java Time Local Time und zu guter Letzt java.time.month. Das sind die 4 Klassen, die wir brauchen, oder die 4 Dateien, Klassen und Dateien. Und wenn wir uns jetzt hier was erstellen, dann können wir ganz normal Kotlin-Code schreiben. Das heißt, wir können hier einfach zum Beispiel ein Value Datetime erstellen. Das ist dann quasi Zeit und Datum. Also Datetime steht steht eigentlich dafür, dass man Datum und Uhrzeit hat. Also wirklich einen genauen Zeitstempel. Während Time zum Beispiel für wiederkehrende Sachen recht geil ist. Also zum Beispiel jeden Tag einen Termin machen, dann benutzt ihr logischerweise Time. Und ja, so könnt ihr damit dann arbeiten. Und dann sagen wir hier einfach mal local datetime.now. Ja? Datetime ist dann also quasi das Jetzt. Ja? Also dieses Datetime, dieser Value hier, das ist unser Jetzt. Den können wir auch ausgeben. Print datetime. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben den 11. Oh, wir haben den 11.11. heute. Das ist interessant. Ja, ihr seht, ich bin mit dem Datum nicht wirklich konform. Wir haben 16:05 Uhr und 54 Sekunden, 16:05 Uhr, 54 Sekunden und 181 Millisekunden. So exakt ist das Ding, okay? Ja, das ist die aktuelle Uhrzeit gerade, also das war sie gerade. Wenn ich das jetzt laufen lasse, ist das natürlich schon wieder was anderes. Aber ja, so sieht das natürlich aus. Und genau, wenn wir jetzt uns allerdings nur das Datum ausgeben wollen, dann ist das auch relativ simpel. Ich kann hier einfach, ich glaube, ich lasse das sogar so drin. Dann haben wir hier Value, genau, Val, Date. Da machen wir hier einfach ein Local Date.now. Und können das ausgeben. Und wir machen direkt weiter, wenn wir nur die Zeit haben wollen. Dann machen wir einen Value Time, ist natürlich die Local Time.now. Funktioniert genau gleich und printen dann einfach die Time aus. So, und das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir sehen hier, oh ja, ich sollte vielleicht Printline in diesen Fällen verwenden, sonst wird das sehr schnell sehr unübersichtlich. Okay, so. Und wir sehen hier, einmal haben wir nur das Datum, einmal haben wir nur die Uhrzeit. Und ihr seht, selbst zwischen diesem und diesem Call sind einige Millisekunden vergangen, wenn es auch sehr, sehr wenige Millisekunden waren, okay? Ja, das heißt, wir haben hier eine sehr effiziente Variante, wie wir uns mit Datum, quasi das aktuelle Datum ausgeben können. Doch wie können wir jetzt mit Datum und Uhrzeit umgehen, die dann zum Beispiel nicht das Jetzt sind? Und das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Das geht auch super easy. Und zwar nenne ich es einfach mal then. Also, weil wir now und then, wir haben Datetime halt schon verbraten. Und jetzt nehmen wir einfach mal local datetime. Punkt. Und dann sagen wir nicht now, sondern off. Okay? Und das ist quasi die Variante, wie man dann darauf zugreift. Das heißt, wir sagen 2019. Nehmen wir meinen Geburtstag. 22. Quatsch. Andere Schreibweise hier, wir müssen zuerst den Monat angeben, month.november, also diesen Monat, 22 und dann sagen wir noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich geboren bin, um wie viel Uhr, aber wir sagen einfach mal, was haben wir jetzt, 16 Uhr und 8 Minuten und, 8 Minuten und 52 Sekunden. Gut, und dann können wir nämlich uns auch das muss natürlich alles in Caps geschrieben sein. Und dann können wir uns das auch ausgeben. Printline then. Okay? So, und das sieht dann nämlich genau gleich aus. Das heißt, wir haben hier quasi ein Datum eingetragen, was nicht das Jetzt ist. Okay? Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Dadurch können wir natürlich so
relativ flexibel irgendwas machen. Wenn ihr kein Date-Time haben wollt, dann könnt ihr einfach localDate.off verwenden. Das heißt einfach dieses Time hier weglöschen. Oder wenn ihr eine Zeit haben wollt und kein Datum, aber trotzdem feste Werte haben wollt, dann könnt ihr hier einfach localTime verwenden. Und wenn ihr Local Time verwendet, natürlich diese Dinger hier wegmachen, sondern nur die Uhrzeit angeben, also erst Stunden, dann Minuten, dann Sekunden. Während wenn ihr Local Date verwendet, .off, dann braucht ihr natürlich oder könnt ihr hinten dran keine Uhrzeit angeben. Das geht nur bei Date Time, weil da eben beides dabei ist. So, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Ja? Keine Sau möchte das so lesen. Das sieht einfach furchtbar hässlich aus. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, diese Dinger schön zu formatieren. Und dazu hat uns Java gleich ein paar mitgebracht. Die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, sondern wir sagen hier einfach mal java.time.format.datetime-formatter. Danke Java fürs nicht schöne Formatieren dieses Imports. Und dann haben wir hier noch einmal nicht den Datetime-Formatter, sondern den Format-Style. Okay? Und das sind die beiden, die wir hier zum Formatieren brauchen. Und wenn wir jetzt was ausgeben wollen, dann können wir das natürlich einfach so standardmäßig ausgeben, wie wir es hier haben. Wir können damit natürlich auch weiterarbeiten, ja. Das sind einfach ganz normale Date-Time-Variablen. Aber wir können es auch schöner ausgeben. Und zwar als Printline nehmen wir hier wieder mal then.format. Und das formatiert uns das Ganze quasi ansehnlich. Da brauchen wir den Date-Time-Formatter. Das war übrigens gerade, falls jemand den Shortcut nicht kennt, Steuerung Leertaste vervollständigt euch automatisch. Und dann können wir hier off. Und selbst wenn ihr ein Date-Time habt, okay, könnt ihr auch einfach nur von diesem Date-Time das Date ausgeben oder nur die Zeit ausgeben. Das heißt, wir machen jetzt mal ein Localized Date-Time. Ja, da geben wir alles aus quasi. Das heißt Format Style .full wollte ich eigentlich. Komma Format Style .full. Was das genau macht, zeige ich euch sofort. Sorry, kleiner Fehler hier von meiner Denke. Wir brauchen hier einmal Long und einmal Short. Das sind die für Date-Time-Formatierung. Da kriegen wir dann zum Beispiel den 22. November 2019. Das ist die lange Schreibweise hier. Und 16:08 Uhr ist die kurze Schreibweise, während wenn wir hier auch Short reingeben, dann kriegen wir hier statt 22. November 2019 kriegen wir 22.11.19. Hier kriegen wir, wenn wir Long eingeben, allerdings dann statt 16:08 Uhr ein Fehler, weil das damit nicht kann. Was wir machen können, ist Medium. Dann kriegen wir hier die 16:08 Uhr und 52. Während für das Datum vorne können wir nicht nur Long und Short verwenden, sondern eben auch Medium als Zwischending. Also das hier war Short, das Long hatten wir ja schon. Medium ist eben mit 2019 statt 19 nur. Und dann gibt es sogar noch hier ein Full, was wir hinten eben nicht verwenden können. Was mir dann sogar noch den Wochentag ausgibt, was sehr hilfreich ist, weil ich nicht wusste, dass ich einen Freitag Geburtstag habe. Praktisch zu wissen. Okay, cool. Und was wir jetzt eben machen können, ist, wir können zum Beispiel auch aus diesem Date-Time-Formatter oder aus diesem Then, was ja eigentlich ein Date-Time ist, können wir auch einfach nur extrahieren, was wir an Zeit haben wollen. Also zum Beispiel nur die Time. Ja, dann können wir einfach sagen, ich hätte ganz gerne einfach nur Time. Dann brauche ich auch nur ein Format angeben. Das vordere Format bei Date-Time, also dem Formatierungsstyle, ist quasi, das erste ist für Date, das zweite ist für Time. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch Time. Während ich kann auch natürlich hingehen und sagen, ich möchte ganz gerne einfach nur das Datum formatieren und gar nicht die Zeit. Das heißt, die Zeit fällt da einfach raus. Ja? Und dann kann ich mir hier den hinteren Teil sozusagen schenken und habe dann einfach nur Full. So, sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe hier oben für meine Zeit habe ich Medium angegeben, das heißt, ich kriege 16:08 Uhr und 52 Sekunden raus, während ich für mein Datum hier unten in der letzten Zeile habe ich Full angegeben, das heißt, ich kriege einfach alles raus. Zusammengesetzt ist es natürlich dasselbe wie hier oben, aber falls ihr mal eben nur eine Sache ausgeben wollt, das geht selbstverständlich auch. Achtet aber darauf, dass eben Long und Full nur verfügbar sind in dem Datum, während Medium und Short, das schreibe ich hier auch mal noch hin, dann habt ihr alle zur Verfügung, dann eben für beides verfügbar sind. Das heißt, ihr könnt das Datum und die Zeit als Short oder Medium angeben und das Datum ebenfalls noch als Long und als Full. Wunderbar, das war's schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.